Mein Junge ist gerade so richtig im Lego-Fieber. Und mit jedem Set, das er geschenkt bekommt, wächst natürlich auch das Chaos in seinem Spielzimmer. Darum baue ich ihm heute eine große Kiste, die er dann komfortabel und platzsparend unter das Bett schieben kann. Nach dem Intro geht's los. Viele von euch werden jetzt wohl sagen, was eine Kiste machen für ein YouTube-Video ist doch total langweilig. Aber ich glaube, alleine durch die Größe der Kiste und da sie doch ein paar Specials drin hat, könnte das doch recht interessant werden. Ich habe hier einen Haufen Leimholzplatten und so eine große beschichtete MDF-Platte als Boden. Und in einem ersten Schritt würde ich sagen, schneiden wir uns mal die Teile für den Rahmen zu. Hier muss zum Beispiel diese gefasste Kante weg und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, da hätten wir die Teile, die wir brauchen für unseren Rahmen. Damit ich das nachher schön winkelig zu einer Kiste zusammenfügen kann, werde ich hier mit der Kappsäge wahrscheinlich und dem Tiefenstopp einen Falz ansägen an den langen Teilen. Außerdem möchte ich eine Abtrennung in der Kiste haben mittig. Das heißt, ich werde hier noch eine Nut sägen. Gehen wir es an. So, die Nuten und Falze sind jetzt alle drin in unseren Seitenteilen. Jetzt brauchen wir noch eine weitere Nut, nämlich um den Boden einzulassen später. Das könnte man jetzt mega einfach mit der Tischkreissäge machen. Ich habe letztens mal erwähnt, dass bei mir die Höhenverstellung leider kaputt ist. Darum fällt das bei mir weg. Ich werde also den Frästisch benutzen dafür. Danach werden wir noch die Kanten ein bisschen schön machen und dann kommt noch ein bisschen Farbe ins Spiel. Weiter geht's. So, das Ganze fügt sich hier langsam zu einer richtigen Kiste zusammen.
Ich habe es jetzt einfach mal lose zusammengesteckt, um zu schauen, ob ich nicht irgendwo Scheiße gebaut habe. Aber bis jetzt sieht das ganz okay aus. Was noch fehlt, ist hier diese Abtrennung, die müssen wir gleich noch zusägen. Plus, was ich auch noch machen möchte, eine Verstrebung hier unten, einfach damit der Boden noch ein bisschen gestützt wird, weil das Ding ja doch relativ groß ist. Wir haben jetzt hier 1,5 Meter mal 90 Zentimeter. Legen wir los! So, neuer Tag. Hoffentlich schaffen wir es, das Ding heute fertig zu bauen. Jetzt geht es erstmal ums Thema Farbe. Ich habe in meinem letzten Video, wo ich dieses alpine Schlüsselbrett-Dingsbums gebaut habe, noch etwas Öl von Rubio Monocoat übrig. Und zwar dieses Nordic Blue, damit habe ich den Himmel eingefärbt. Und das werden wir jetzt auch an dieser Kiste ausprobieren. Ich habe von Rubio dieses Scrubby-Set dazu bekommen. Das ist einfach für das manuelle Auftragen des Öls, dass man das schön ins Holz einreiben kann. Das werden wir ebenfalls ausprobieren. Legen wir los! So, das hätten wir mit dem Öl. Ich finde dieses eingefärbte Öl von Rubio Monocoat echt cool. Ich finde, das sieht jedes Mal richtig toll aus. Jetzt letztens bei diesem Palettenholz-Ding hat es schon cool ausgesehen. Und jetzt hier auf dem gehobelten Leimholz, ich finde, das ist echt klasse, wenn man mal was anderes ausprobieren will. Macht mir allerdings einen Gefallen, wenn ihr euch das Zeug holt, Link gibt es in der Videobeschreibung, dann braucht viel weniger Öl, als ich das jetzt hier gemacht habe. Ich habe wirklich viel zu viel aufgetragen, am Schluss landet alles hier im Lappen drin, das ist schon der zweite, den ich hier voll mache. Das ist wirklich sehr ergiebig, das Öl, also bitte nehmt viel weniger, als ich das jetzt gemacht habe. Nun gut, ich würde sagen, wir bringen das Ding zu Ende, bauen es zusammen, kommen noch diese Rollen drunter, seht ihr dann gleich. Und ja, dann sind wir schon bald fertig. Los geht's!
Und fertig ist unsere Kiste. Die beiden Griffe hat übrigens mein Sohn ausgesucht, als wir das Holz abholen gingen. Ich hätte wahrscheinlich einfach 2 große Grifflöcher gemacht, aber ich finde, es sieht ziemlich cool aus mit diesen braunen Griffen. Das Wichtigste, die Kiste ist fahrbar. Ich habe ja natürlich kaum Platz in der Werkstatt, um das richtig zu demonstrieren. Aber für euch gibt es gleich noch die Beauty Shots, wie das Ding aussieht, mit Lego gefüllt und unterm Bett verstaut. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ansonsten gerne ein Like da lassen, was Nettes in die Kommentare schreiben, freue ich mich immer drüber. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und macht es gut.